Das habe ich jetzt nicht aufgenommen gerade. Oh nö. Gerade in einem Hotel Goldreiner Hof übernachtet. Da gab es tolles Frühstück. Das ist der zweite Tag, an dem wir richtig fahren, bis nach Trento, also Trient. Das sind 130 Kilometer oder so. Wir müssen um 7 Uhr da sein, deswegen wollen wir jetzt am Anfang ein bisschen zügiger machen. Und das Schmankerl, das wird dann vom Reinhold Messner eines seiner Museen sein. Gibt ja, glaube ich, 6 Stück davon. Wir wollen wenigstens kurz rein und dem Reinholder wegen huldigen, und dann wollen wir den Zeh vom Günther belecken. Ja, okay, das ist jetzt respektlos, ne? Ihr wisst, was ich meine. Guckt euch mal diese tollen Südtiroler Äpfel an, das ganze Tal. Jeder Quadratmillimeter ist von diesen Äpfeln vollgestellt. Okay, es geht weiter, wenn du magst. Wir müssen jetzt erstmal 60 Kilometer ein bisschen pesen, damit wir wenigstens eine halbe Stunde Zeit haben, da mal durchzuflutschen. Und dann werden wir dann in Trient in ein Hostel gehen. Das haben wir gestern telefonisch Bescheid gesagt, dass wir da vorbeikommen. Also, bis später. Reinhold, wir kommen! Wir machen nicht das gleiche wie du mit dem Günther, wir kommen! Wir sind da, Reinhold. Ein Stabwerk, wie wir das aus Mitteldeutschland sehr oft kennen. Das ist so eine spätgotische Kapelle. Ja, vielleicht hat es noch ältere Wurzeln, das Portal ist noch nicht so alt, aber 1638 steht drüber, also im 30-jährigen Krieg haben sie das Ding halt noch einmal barockisiert. Vielleicht war dann hier der schlimme Spuk vorbei. Ah, hier sieht man schön, dass es eigentlich noch eine romanische Kirche ist. Leider kann man den schönen Altar nicht filmen. Und hier bei Sport und Mode Patsch ist man produktmäßig umgestiegen auf Farbeimer, und ja, wir verabschieden uns halt leider immer weiter aus den Alpen. Das ist jetzt Meran da unten, ne? Schön, du musst mehr deine Augenschrift so, Ja. so dass wir jetzt für die Kamera nehmen. Ach, die Kamera wegnehmen. Okay. Damit es auch einmal wenigstens ein bisschen die Natur genießen, ohne durch das digitale Ding. Wir sind jetzt in Meran. Geh nicht im Iran, in Meran. In den Ortskern hinein. Das ist die Oper, ja. Na, Kasperls Stadttheater. Da sieht man die Friese mit der antiken Tragödie. Wir müssen nur schauen, dass wir die Autos nicht gescheckert machen. Das ist der historische Stadtkern jetzt von Meran. Der ganz alte Stadtkern ist es vermutlich nicht. Die sind noch nicht so alt, oder? Das ist immer schwer für uns, wir sind hinterher im Adolf-Norden. Ja. Eigentlich schon eine schöne Stadt auch. Beim Hängen kommt dann halt hier der Wein noch stärker dazu. Gerade ein bisschen in die falsche Richtung gefahren, weil leider ich mal den Kurs angab. Dieser durchaus unterschiedlich intendierte belgische Achter mit einem älteren Herrn zog sich ungefähr 15 Kilometer hin und avancierte unmittelbar zum unvorhergesehenen Tageshöhepunkt von Kasperl und Buffy. Da ist ein Reinhold sein Schloss. Ich glaube, das wäre echt ganz cool in der Zeit. Ich glaube, Sigismundskron ist ziemlich genau die Hälfte von der Strecke. Angeblich wieder so ein Kreideplastik, aber irgendwie schmeckt es noch schlimmer als normales Plastik. Bozen. Das ist wie gesagt das Schloss, wo der Reinhold Messner seine Ausstellung hat. Ein Fahrradtunnel. Und schuld war doch nur der Wein. Und du sagst ganz lieb, Schatzelein. Rotwasser. Da will irgendwann dieser Dinger runter, ja, glaube ich auch. Ne? Vielleicht wie so ein Palas, immer je nachdem, wo er sich gerade aufhält. Bin ich schon ganz ergriffen. Was entdecken können, ist das Geheimnisvolle von
Albrecht Einsdorfer. Albert Einstein. Mussolini wollte doch, dass Oh nein, bitte. der hatte doch so richtige Langzeitpläne, und also angeblich, das ist auch so ein bisschen umstritten, dass man aus einer Luftbildaufnahme dann Rom seinem Konterfei entspricht irgendwann. Damals hat noch groß gedacht. Aber Mussolini war sicherlich kein Südtiroler. Kann ich dir gar nicht sagen, aber ich glaube, der kam da irgendwie auch aus der norditalienischen Ecke. Das Schloss wurde erstmals im 10. Jahrhundert erwähnt, war Schenkung des Kaisers an die Trienter Bischöfe, später Ministerialenburg. Im 15. Jahrhundert erwarb und verkaufte es Herzog Sigmund der Münzenreiche von Tirol. 1957 wurde hier für die Unabhängigkeit Südtirols protestiert und nach Erhalt der Konzession von der Provinz Bozen ließ Reinhold Messner hier eine Art hochalpin-buddhistisches Bad Segeberg entstehen. Franziskus sitzt in einem Olivenhain mit seinen Flügeln. Wir sind jetzt an Bozen vorbei. Jetzt sind es vielleicht noch 50, 60 Kilometer nach Trento. Da ist jetzt gerade so eine Motortestanlage. Die macht natürlich einen scheiß Lärm. Es nimmt kein Ende mit dem Obstanbau hier. Schon seit 50, 60 Kilometer, 70, 80. Hallo. Das Wetter lässt nicht wirklich zu wünschen übrig. Kannst du mal bitte in die Kamera? Who the fuck is Lorelei? Gehen wir hier was einkaufen? Wie kommt man darauf? Gerade noch im Südtiroler Unterland und kurz vor Beginn des Trentino liegt Salurn. Hier fand laut heiligen Paulus Diakonus 580 eine Schlacht zwischen langobardischen Trientern und Franken statt. Domus Dei Porta, bla bla, kann ich nicht lesen. 15, 1620, 20, 30, 1634. So, der heilige Peter, der heilige Paul, die Mutter Gottes, Bischof mit Buch und der Andreas. Komm gleich wieder raus, denn es ist Geöffnet. Ein Nachtrag unter Vorwegnahme, der Heilige mit dem Buch ist nicht der Stephan, sondern der Nikolaus. ja, meine Himmelfahrt. Mariens, darunter wieder der Andreas und ein Bischof, den ich immer noch nicht erkannt habe, ob das vielleicht der Stephan ist mit dem Buch. Auf dem Altarblatt im nördlichen Querschiff wird die katholische Kirche in Gestalt der in den Himmel gehobenen Mutter Gottes verherrlicht. So, jetzt noch ein Groschen in die Kasse und dann kann der Willi ran. Wir spülen jetzt mit einem Espresso unseren Ekel runter. Gut gegen Fußpilz. Riecht auch etwas nach Chemiewerk. Ja. Der Wind dreht gerade eben so eine krasse Böe. Wir fahren quasi in Trento ein. Da vorne ist ein Hühnertod-Restaurant, das brauchen wir nicht. Oder wir gehen halt zum Open Air, da gibt es ja ein bisschen Stände. Bratwurst. Ja gut, für dich ist es ein bisschen blöd. So, hier ist ein Restaurant, das sieht aber auch nach so Chicken McNuggets-Krams aus. Ah, hier guck mal. Ah, nee.